Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zum zweiten Advent habe ich endlich wieder eine wunderschöne Weihnachtstorte für euch. Und zwar eine weihnachtliche Käsesahnetorte mit Cranberries und Granatapfel und mit einem leckeren Spekulatius-Biskuitboden. Bevor wir aber in das Rezept starten, gibt es natürlich auch wie in jedem Türchen bei mir auf dem Blog und hier auf YouTube etwas zu gewinnen. Diese wunderschöne Backform könnt ihr heute gewinnen. Ihr wisst ja, seit dem 1. Dezember bis zum 24. Dezember läuft bei mir der Sugar Princess Christmas Cookie Club 2023 und da könnt ihr jeden Tag ein Rezept auf meinem Blog anschauen. Sonntags gibt es immer hier ein Video und jeden Tag gibt es einen kleinen Gewinn und sonntags immer einen etwas größeren. Was ihr dafür tun müsst, das seht ihr auf dem Blog in den Teilnahmebedingungen. Die findet ihr jeden Tag neu auf dem Blog. Und da müsst ihr eine Gewinnfrage beantworten, die holt ihr euch bitte auch auf dem Blog und schreibt noch den Hashtag SCCC23 mit dazu, ganz, ganz wichtig, denn das automatische Tool, das den Gewinner auslost, schaut nach diesem Hashtag. Den Sugar Princess Biscuit backt ihr euch am Vortag vor in einer 26 cm Springform. Ich verlinke euch den natürlich hier auf dem kleinen i wie immer und ihr findet ihn auch wie immer in der Infobox unter dem Titel direkt. Dort findet ihr auch den Link zum Rezept zum Nachlesen und zum Ausdrucken. Bitte dort bei jedem Video schauen gehen und das Rezept sich holen. Den Biskuit habe ich mir noch etwas verfeinert und zwar mit weihnachtlichem Spekulatiusgewürz. 1,5 Teelöffel noch zu der Mehlmischung dazugegeben und ich habe noch 50 Gramm zerbröselten Spekulatius, also Gewürzspekulatius hinzugegeben. Einfach am Schluss unter die Masse gehoben und dann gebacken. Ganz normal wie immer. Sollte der Biskuit euch dann dadurch zu dicht werden, zu fest, dann einfach noch 1 bis 2 Esslöffel Milch unterrühren, sodass die Masse sich schön in der Form verteilt. Also diesen Biskuit am Vortag vorbacken und der ist jetzt natürlich schon fertig und der ist super hoch. Den könnt ihr zweimal durchschneiden, habt ihr 3 Böden. Ihr könnt aber auch einfach nur 2 nehmen und einen in den Tiefkühler dann für die nächste Torte verwenden. Genau, den stellen wir uns erstmal beiseite und kümmern uns um die Füllung. Für unsere leckere Quarksahne-Füllung mit Cranberries und Granatapfelkernen werden wir jetzt einfach 8 Blatt Gelatine mit kaltem Wasser erstmal einweichen. Schauen, dass sie wirklich schön unter Wasser sind. Und die dürfen jetzt erstmal beiseite gestellt werden. Die werden dann schön weich und dann können wir sie nachher verwenden. Dann werden wir uns 500 Gramm Sahne steif schlagen. Erst immer so ein bisschen anschlagen auf niedrigerer Stufe und wenn sie so langsam anfängt fest zu werden, kann man höher schalten, dann spritzt es auch nicht so. Die Sahne ist ausreichend steif geschlagen. Ihr müsst sie nicht ganz steif schlagen, sondern wirklich nur, dass sie guten Stand hat. Denn sie wird ja eh noch untergerührt. Die stellen wir uns gerade beiseite, am besten kalt und kümmern uns um die restlichen Zutaten der Creme. Gerade beiseite. So, die restlichen Zutaten, nämlich 500 Gramm Magerquark, geben wir in eine Schüssel. Dann nehmen wir 250 Gramm Sahnequark. Für den Geschmack. Das muss ja auch Kalorien haben, ne? Ich gebe noch 100 Gramm Feinzucker hinzu. Ihr könnt aber auch nur 50 verwenden, dann wird es halt recht wenig süß. Ich finde es so am besten, aber probiert es einfach für euch aus. Ihr könnt auch erst 50 Gramm zugeben und dann später noch abschmecken, ist auch gar kein Problem. Hinzu kommt bei mir etwas Zitronenschalenabrieb. Sagen wir mal so den von einer halben Zitrone. Ich habe jetzt hier eine ganz kleine, was ihr am liebsten habt. Ich finde, das gibt dem Quark, der Quarksahne dann immer so eine schöne zitronige Frische, deswegen mache ich das immer mit rein. Hinzu kann jetzt noch etwas Weihnachtsgewürz, das ist optional, müsst ihr nicht machen. Ich nehme jetzt etwas Zimt, einen halben Teelöffel ungefähr. Aber ihr könnt hier natürlich auch sehr gerne das Spekulatiusgewürz noch verwenden. Jetzt verrühren wir das gut miteinander, dass sich der Zucker so ein bisschen auflöst. Deswegen nehme ich auch Feinzucker, dann geht das schneller. Und das reicht auch schon. Wer möchte, kann hier natürlich noch einen Likör hinzufügen, zum Beispiel einen Spekulatius- oder Zimtlikör, zu einem
Esslöffel oder 2, je nachdem. Also das ist jetzt kein Drama, das ändert nicht viel am Rezept. Jetzt brauchen wir natürlich unsere Gelatine und müssen die hier angleichen. Die Gelatine jetzt aus dem Einweichwasser nehmen und zwischen den Fingern ausdrücken. So, dieses Wasser wird verworfen, das kommt weg und wir geben uns die Gelatine in einen kleinen Topf oder in ein Schüsselchen. In einen Topf, wenn ihr das auf dem Herd dann macht, das Erwärmen. Ich gebe es immer in eine kleine Glasschüssel, denn ich erwärme in der Mikrowelle. Einfach so gerade 10 bis 15 bis höchstens 20 Sekunden. Die Gelatine sollte nicht kochen, sondern nur erhitzt werden oder erwärmt werden, vielmehr. Und das reicht dann auch schon, also nicht überhitzen. Also gerade 10 Sekunden erstmal bei 600 Watt in die Mikrowelle. Und nach 10 bis 15 Sekunden bei 600 Watt sieht die Gelatine so aus. Schauen, dass wirklich alles mit drin ist, gut verrührt ist. Einmal noch rumrühren. Manchmal bleiben noch so kleine Stückchen hängen. Und jetzt nehmen wir etwas von der Quarkmasse und rühren die hier rein. So 2 bis 3 bis 6 Esslöffel. Das dient einfach zum Angleichen. Nehmen wir erstmal mal 2 hier und verrühren den Quark mit der Gelatine. Und ich mache das dann so, ich fühle dann einfach mit der Hand. Ja, ist das ungefähr die gleiche Temperatur? Ist es eben nicht, deswegen gebe ich noch mehr dazu. Meistens braucht man so 6 Esslöffel tatsächlich, 3 bis 6, damit man die gleiche Temperatur hat. Ja, das fühlt sich schon gut an, ist auf jeden Fall nicht mehr so warm und das ist das Wichtigste. Und jetzt nehmen wir unsere Quarkmasse und rühren die Gelatine dort hinein, vorsichtig und so peu à peu. Noch ist sie recht fest, einfach so ein bisschen erstmal anrühren. Jetzt kommt die Sahne dazu. Erstmal die Hälfte, gerade unterheben. Wunderbar. So ein bisschen Zimt sieht man auch durch. Es hat so eine ganz leichte Zimtfarbe, die Creme. Jetzt den Rest der Sahne noch dazugeben. Das ist schon eine ordentliche Menge, muss es aber auch sein. Und deswegen sind die 100 Gramm Zucker auch richtig. Sahne schön unterheben. Und ihr seht, die Creme ist jetzt schon relativ fest. Also da kann ruhig noch ein Löffel Spekulatiuslikör, Zimtlikör oder Zitronensaft dazugegeben werden. Gar kein Thema. Aber es kommt ja auch noch unser Fruchtmix dazu. Bei mir kommt jetzt erstmal noch der Saft des abgetropften Granatapfels hinzu. Ich möchte, dass meine Creme eine schöne rosa Farbe hat. Gerade noch unterheben. So. Und jetzt werden noch meine Granatäpfel untergehoben. 100 Gramm. Ich hatte jetzt hier einen tiefgekühlten Granatapfel, der schon hergerichtet war. Aber ihr könnt natürlich auch frischen Granatapfel nehmen. Dazu kommen bei mir noch Cranberries. Ich habe jetzt getrocknete. Aber ihr könnt auch welche aus dem Glas nehmen. Ungefähr 200 Gramm. Wunderbar, unsere leckere weihnachtliche Creme ist fertig. Nochmal gut mit dem Spatel verrühren. Und ihr seht, wie schön die jetzt aussieht. So einen leichten rosa Hauch durch den Granatapfelsaft und so ein bisschen zimtig. Und ihr könnt sie jetzt nochmal abschmecken und einfach schauen, ist sie euch süß genug. Ich finde sie jetzt nicht zu süß. Also sie ist wirklich zart süß und für mich genau richtig. Also 100 Gramm würde ich empfehlen. Den Boden mit einem scharfen Messer aus der Form lösen. Gucken wir mal, wie hoch er geworden ist. Und ihr seht, super schön hoch. Also den Boden kann man sich auf jeden Fall zweimal durchteilen. Das ist typisch für meinen Biskuit, deswegen liebe ich den so. Damit hat man kein Problem und er wird halt auch ganz glatt hier oben, dass man nichts verschwendet. Das Backpapier vorsichtig abziehen. Und ihr seht jetzt hier, das sind die Spekulatiusstückchen, die ich noch mit reingegeben habe. Deswegen sieht er nicht ganz so glatt aus wie sonst. Also wundert euch nicht. Das ist genau richtig so. Und wir schneiden uns jetzt zweimal durch und dann werden wir unsere Torte füllen. Seit vielen Jahren nutze ich diesen Tortenblitz hier, kann ich euch nur empfehlen. Den kann man hier einstellen auf die richtige Höhe. 6 cm, das heißt, ich schneide auf 2 und 4 durch. Das kann ich mir hier auch einstellen, 2 und 4. Und dann gehe ich jetzt erstmal auf 2 und hier auch auf 2.
Und dann kann ich den Kuchen einfach durchschneiden, da muss ich mir keinen Kopf machen. Und das geht wirklich am besten, wenn er einen Tag gekühlt worden ist. Schauen wir mal. Schaut, das ist der Biskuitboden und ihr seht, dass so ein bisschen Spekulatiusgewürz drin ist. Er ist etwas dunkler als sonst und er hat halt noch diese Spekulatiusstücke mit drin. Den tun wir gerade beiseite und schneiden das Ganze nochmal durch. Nochmal auf 2 cm, da muss ich jetzt gar nichts verstellen. Ich schneide einfach nochmal. Der Boden duftet auch ganz anders als sonst, weil einfach das Gewürz noch mit drin ist. So. Und ihr seht, ein perfekter weihnachtlicher Biskuitboden. Wunderbar für diese Torte. Ja, jetzt können wir die Torte füllen. So, den ersten Boden auf die Tortenpappe legen. Die könnt ihr euch natürlich auch zurechtschneiden, dass sie nicht zu sehen ist. Das macht ihr so, wie ihr das wollt. Darum kommt unser Tortenring. Aber damit ich euch das jetzt besser zeigen kann, lasse ich den gerade mal kurz noch weg. Denn ich streiche noch etwas Marmelade auf den Boden. Und da könnt ihr einfach eine beliebige rote Marmelade nehmen. Eine Weihnachtsmarmelade. Ich habe jetzt hier schwarze Johannisbeere, weil meine Familie das so gern mag. Gerade schön verstreichen. Am besten erwärmen und dann nochmal glatt rühren. Meine Marmelade hat keine Stückchen, deswegen streiche ich die jetzt einfach so da drauf. Das macht dann auch beim Anschnitt ein wunderschönes Bild, wenn einfach noch so eine Lage feinster Marmelade mit dabei ist. Perfekt. Jetzt kommt der Tortenring. Nicht zu fest ziehen, denn der Biskuit lässt sich leicht verformen. Also zwar fest, aber nicht zu fest. Das ist das Wichtigste. Jetzt können wir hier einfach einen Teil der Creme drauf streichen. Oh, die sieht wirklich wunderbar aus. Ich habe übrigens noch mehr Granatapfel reingegeben. Ich hatte noch was übrig. Also da könnt ihr so ein bisschen variieren. Das macht der Creme nichts, wenn ihr da noch mehr reingebt. Da könnt ihr einfach so ein bisschen kreativ werden. So etwa 1/3 der Creme kommt jetzt hier auf diesen Boden. Natürlich schön glatt streichen. Und ich finde, die Creme sieht wunderschön aus, also eine ganz leichte rosa Farbe und schmeckt auch ganz toll nach den verschiedenen weihnachtlichen Früchten und Gewürzen. Schauen, dass die Lage wirklich gerade ist. Je gerader ihr die Lage streicht, desto gerader wird eure Torte auch im Anschnitt dann aussehen, logischerweise. Wir geben uns den mittleren Boden auf diese Schicht. Vorsichtig hineingeben. Und auch vorsichtig etwas andrücken. Und auch hier gebe ich jetzt wieder meine Johannisbeermarmelade drauf und verstreiche die schön. Das ist wie beim Stullenschmieren. Schön bis an den Rand schmieren. Sehr schön. Wunderschön sieht es aus. Jetzt natürlich hier wieder unsere Schicht von der Creme. Wieder schön glatt streichen. Und den letzten Boden oben aufgeben. Vorsichtig reinfriemeln. So, ein bisschen vorsichtig andrücken. Jetzt hätte ich natürlich besser mit einer Tortenrandfolie gearbeitet, weil jetzt noch eine Schicht oben rauf kommt. Ich werde jetzt den üblichen Trick anwenden, den man in solchen Fällen macht. Und zwar löst man den Ring so ein bisschen und zieht etwas hoch, dass wir noch Platz haben für die letzte Schicht. Hier unten haben wir ja den Boden, deswegen können wir etwas hochziehen. So, das reicht auch schon so 1-2 cm. Und jetzt macht ihr natürlich den Ring wieder fest. Jetzt kommt hier oben auf der letzte Rest der Creme und natürlich noch ein bisschen Marmelade. Ich habe noch ein bisschen was übrig. Also mit 300 Gramm Marmelade kommt ihr gut hin. Wunderschön. Jetzt kommt noch der letzte Rest der Creme, das dritte Drittel oben auf. Und wieder glatt verstreichen. Ich
Ich finde, eine Weihnachtstorte darf ruhig auch ein bisschen höher sein als eine normale Torte. Unsere Torte ist fertig gefüllt. Jetzt muss sie auf jeden Fall 3 bis 4 Stunden mindestens besser über Nacht in den Kühlschrank. Dann sehen wir uns wieder zur finalen Dekoration unserer schönen Weihnachtstorte. So, die Torte war bei mir wie immer über Nacht im Kühlschrank, abgedeckt mit einer Haube. Sie ist super schön fest geworden und wir können sie jetzt aus dem Ring schneiden und sie dann mit Sahne ringsherum einmal eindecken. Dann kommen die Spekulatius an den Rand und oben auf wird sie ja dekoriert, so festlich, mit Sahnerosetten, Schokoladensternen und den glasierten Cranberries. Das Rezept für die glasierten Cranberries findet ihr bei mir auf dem Blog. Ich verlinke euch das auch hier unten in der Infobox, beziehungsweise das findet ihr natürlich auch in dem Rezept. Das solltet ihr natürlich am Tag vorher herstellen, also auch die Dekoration kann am Tag vorher schon hergerichtet werden. Dann habt ihr etwas mehr Zeit am Tag des Servierens. Wir starten in die Fertigstellung unserer Torte. Ich schneide mir die Torten mit einem scharfen Messer einfach vorsichtig vom Rand. Selbstverständlich könnt ihr auch eine Tortenrandfolie benutzen. Jetzt machen wir uns hier vorsichtig den Ring auf und lösen ihn so ein bisschen und heben ihn hoch. Schauen. Und da ist unser Tortenrohling. Theoretisch könnte man ihn so lassen, wenn man möchte, und einfach noch jetzt Sahne aufsetzen. Aber ich finde, für eine Weihnachtstorte darf er ruhig eingedeckt werden, dass man einfach noch eine weiße Schneeschicht sozusagen außenrum hat. Deswegen schlage ich mir jetzt etwas Sahne mit Sahnefest und Vanillinzucker steif und streiche hier außen ein und hier oben auf der Oberfläche. Und dann kommt die finale Dekoration. So, ich habe mir etwas Sahne nicht ganz steif geschlagen, und zwar 300 Milliliter mit einfach Sahnefest und Vanillezucker nach Belieben, je nachdem wie süß ihr sie haben wollt. Und jetzt können wir einfach so ein bisschen was hier von der Sahne oben auf der Torte verteilen. Sie sollte nicht so arg steif geschlagen sein, lässt sie sich einfach viel besser verstreichen. Man kann sie zwischendurch auch dann nochmal aufschlagen, wenn es nicht passen sollte. Genau, und jetzt machen wir hier noch eine schöne Decke drumherum. Hier oben darf etwas mehr sein und an den Seiten darf es eine dünne Schicht sein. Und an den Seiten benötigen wir nur eine dünne Schicht, weil wir da ja einfach nur unsere Spekulatius ankleben wollen. Und solltet ihr sie aber ganz weiß haben wollen, müsst ihr natürlich die Schicht auf dem Rand etwas dicker machen. Schauen, dass wir überall schön Sahne haben, dass nichts mehr durchscheint, dass die Krümel alle gebunden sind. Jetzt können wir hier, wenn die Torte einmal ringsherum eingedeckt ist, nochmal schön in die Mitte abstreichen, dass wir eine schöne Kante bekommen. Vergesst nicht, die Palette immer sauber zu machen zwischendurch. Wunderschön, die Torte ist fertig eingedeckt fürs Erste. Ich habe jetzt hier schokolierte Spekulatius und die kommen bei mir gleich an den Rand. Allerdings werde ich vorher noch die Torte einteilen, dass ich auch sehe, wo müssen eigentlich die Spekulatius am besten hin, damit wir nachher auch die Stücke schön schneiden können. Nehmen wir mal 16 Stücke. So. Ich habe meine Torte nochmal eingestrichen, damit man außen keine Löcher sieht, denn meine Spekulatius sind nicht so breit. Deswegen brauche ich jetzt ein bisschen mehr Sahne außenrum, aber das hängt von euren Spekulatius ab. Wenn ihr ganz breite habt, dann verdeckt ihr den Rand vollkommen. Die Spekulatius jetzt hier außen einfach andrücken. Die stehen jetzt hier sozusagen bei mir im Schnee. Und ich nehme gern die schokolierten, denn dann werden sie nicht so stark von der Sahne angegriffen und bleiben länger knusprig. Vorsichtig andrücken. Und die Torte ist jetzt so hoch, dass wirklich die Spekulatius nur noch so ein bisschen rausschauen. Da sieht es auch schön aus, wenn es einfach so ein bisschen schokoladig ist auf der Rückseite. Perfekt, ich hatte jetzt eine Packung. Darin befinden sich 200 Gramm Gewürzspekulatius mit Schokolade hinten dran.
Jetzt stellen wir die Torte noch mal kurz kalt und kümmern uns um die Schokoladensterne und die gezuckerten Cranberries. So sehen meine Cranberries aus. Das sind jetzt glasierte Cranberries. Die hatte ich in Zuckersirup 12 Stunden ziehen gelassen. Und das Rezept dazu findet ihr bei mir auch auf dem Blog. Wenn ihr also auch gezuckerte bzw. glasierte Cranberries für oben aufnehmen wollt, dann solltet ihr die schon am Vortag herrichten. Und die sollen auch schön trocken werden. Die sind teilweise noch etwas klebrig. Die müssen gut abtropfen und gut trocknen. Deswegen kann man auch ruhig 1-2 Tage im Voraus schon herrichten. So, für die Schokosterne habe ich mir mit einer Schablone auf die Rückseite eines Backpapiers Sterne gemalt. Ich hoffe, man sieht das in der Kamera. Einfach mit einem Bleistift auf die Rückseite, dann habe ich es umgedreht, sodass ich nicht den Blei jetzt an meiner Schokolade habe, wenn ich gleich hier entlang der Schablone meine Sterne aufspritze. Wenn ihr keine solche Schablone habt, dann könnt ihr euch leicht eine selber basteln aus Pappe und dann die Sterne aufzeichnen oder einfach freihand spritzen. Das geht genauso, ist auch nicht schlimm. So, meine Schokolade ist jetzt perfekt temperiert und sie bekommt dann nachher auch einen schönen Glanz und knackt hoffentlich schön beim Reinbeißen. Ihr könnt euch die Sterne auf jeden Fall am Vortag schon vorbereiten. Dann sind sie am Tag des Dekorierens schon fertig und man muss nicht zwischendurch Pause machen. So. Jetzt machen wir erstmal das Outline der Sterne. Und dann kann man sie natürlich noch schön füllen. Und dann kann man sich so ein paar Streusel nehmen, was man möchte, und so ein bisschen noch drauf streuen. Ich mache es nur auf eine Seite. Ich finde, dann sehen die Sterne besonders schön aus. Und ich finde, es sieht wunderschön aus und das mache ich jetzt einfach mit allen meinen Sternen und dann können wir uns auch schon an die finale Dekoration unserer Torte machen. So, die Sterne sind fertig. Jetzt müssen sie natürlich noch trocknen und deswegen sollte man das auch am Vortag machen. Macht euch auch gerne noch 2, 3 zum Ersatz, falls sie brechen sollten beim Übersetzen auf die Torte. Dann hat man nicht den Ärger, dass man nochmal anfangen muss. Und ich werde mir noch einen Schmuckrand hier außen rum spritzen. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Einmal ringsrum und jetzt können wir uns schon die Rosetten auch aufspritzen. And days of old lang syne, for old lang syne, my dear. Ich habe mir 16 schöne glasierte Cranberries rausgesucht. Die sind noch so ein bisschen klebrig, muss man ein bisschen gucken. Die können jetzt hier auf die Rosetten gelegt werden. Days of old lang syne. And here's an my trust Sieht wunderschön aus. Die schmecken richtig fein. and a thine. We'll talk a cup of kindness yet for old lang syne. For old lang syne. Wunderschön. Jetzt stelle ich die Torte gerade beiseite und zeige euch, wie ich die Sterne löse. Die Sterne sind schön fest geworden. Man kann sie jetzt am besten mit einem scharfen Messer oder einer Palette vom Papier lösen. Und ja, wunderbar.
Perfekt. Und die Sterne jetzt mit Hilfe einer Palette auf die Torte setzen. Also so ein bisschen seitlich, dass man auch schön das Dekor sieht. Und die Sterne gar nicht groß anfassen, sondern wirklich mit der Palette heben und nur so ein bisschen gegenhalten, dass sie halt gut in die Sahne rein können. So sieht es jetzt von vorne aus. So die Rückseite, also beide Seiten sind sehr schön. Und unser letzter Stern. So festlich sieht unsere Torte nun aus. Wirklich wunderbar. Schauen, dass alle in die richtige Richtung schauen. Jetzt könnt ihr die Mitte noch dekorieren mit frischem Granatapfel oder wie bei mir einfach mit Cranberries und gezuckerten Cranberries, die dann wunderschön kristallig aussehen. Die werden einfach noch dann in ein wenig Zucker gewendet. Los geht's. Die Mitte wird auch noch dekoriert. Das darf ruhig so ein bisschen ungeordnet sein. Ich habe jetzt erstmal hier die glasierten. Jetzt kommen noch die mit dem Kristallzucker obendrauf. Das sieht dann wunderschön weihnachtlich aus. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Als ob Schnee oder Raureif gefallen wäre. Und ich finde, das ist einfach wunderbar als Dekoration für die Weihnachtszeit. Und meine Weihnachtstorte für das Jahr 2023 ist fertig und ich werde sie mit euch zusammen probieren. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee Christ the Lord, the newborn King. So, dann freue ich mich aufs Probieren. Ich habe mir extra meine große Gabel genommen. Die Torte schmeckt sehr weihnachtlich, einfach durch diesen Spekulatiusboden, der wirklich super lecker ist. Die Creme ist auch sehr lecker. Ich würde sie allerdings beim nächsten Mal nicht mit Magerquark, sondern mit 20%igem Quark machen und 40% gemischt. Ansonsten schmecken auch die Cranberries und die Granatapfel richtig lecker. Es macht so ein bisschen Crunch in der Creme und das ist richtig fein. Und das Aroma ist sehr lecker, fruchtig, weihnachtlich. Lecker. Das war meine Käse-Sahnetorte mit Spekulatiusboden und Cranberries und Granatapfel und einer wunderschönen Dekoration. Ich finde, sie ist wirklich fantastisch. Probiert sie gerne einmal aus. Das Rezept findet ihr, wie gesagt, bei mir auf dem Blog. Nochmal zum Ausdrucken, zum Nachlesen. Der ist hier unten unter dem Titel direkt in der Videobeschreibung verlinkt. Dort findet ihr natürlich auch den Link zu dem Rezeptposting, wo auch das Gewinnspiel mit dabei ist. Da findet ihr auch die Teilnahmebedingungen und die Gewinnfrage. Und bitte vergesst auch beim Kommentieren den Hashtag nicht, Hashtag SCCC23, denn das automatische Gewinnermittlungstool
braucht diesen Hashtag, um halt einen Gewinner rauszusuchen. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird am nächsten Tag dann bei mir auf dem Blog bekannt gegeben, also direkt morgen. Schaut dann also alle auf dem Blog vorbei. Ja, viel Glück dafür und wir sehen uns nächsten Sonntag wahrscheinlich mit einem neuen Tortenvideo wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss! Happy Christmas from me to you.